Wenn man über die Hölle spricht, dann kann das große Unmut auslösen, vor allem bei Christinnen, die daran glauben. Man will nämlich gerne hören, dass es die Hölle gibt, und ich höre nicht auf zu erklären, dass die Bibel nirgendwo von einer Hölle spricht. Und auf diesem Kanal gibt es deswegen schon verschiedene Videos zu verschiedenen Aspekten von dieser Hölle. Und dieses Video, da sprechen wir über den sogenannten See des Feuers oder Feuersee, wie sie im Buch Offenbarung beschrieben wird. Und wir schauen, ob dieser Begriff doch so etwas wie eine Hölle darstellen kann. Schön, wenn du dabei bist. Spricht die Bibel von einer Hölle? Nein, das tut die Bibel nicht. Ich habe das in verschiedenen Videos bereits dargelegt, und wer mehr dazu wissen möchte, kann das zurückfinden hier auf diesem Kanal oder auch in Schriftform auf der Website kernbeißer.ch. Als Luther die Lutherbibel, die Luther-Übersetzung formulierte, hat er das Wort Hölle genutzt. Damit sind natürlich Höllengedanken bis heute erhalten geblieben, obwohl neuere Übersetzungen und vor allem genauere Übersetzungen das Wort oft nicht mehr nutzen. Warum ist das so? Nun, Luther hat das Wort Hölle, das deutsche Wort Hölle, als Übersetzung für mehrere Begriffe genutzt. Er hat es als Übersetzung vom Wort Hades genutzt, er hat das als Übersetzung vom Wort Gehenna genutzt, und er hat das auch noch einmal genutzt für das Wort Tartaroo, was in den Tartarus werfen heißt. Also 3 verschiedene Begriffe, die nirgendwo im Neuen Testament miteinander verknüpft werden, hat Luther hier und da und nicht konsistent und recht willkürlich mit Hölle übersetzt. Einfach weil das so der Tradition entsprach. Also überall dort, wo die Tradition sagte, es gibt eine Hölle, weil es steht irgendwo geschrieben, dann wurden manche Passagen der Bibel angepasst an diesem traditionellen Verständnis. Aber Jesus oder die Propheten oder Mose oder die ersten Gemeinden haben keine Hölle gekannt, denn die Idee einer Hölle wird erst nach hunderten Jahren, also hunderte Jahre nach Abschluss vom Neuen Testament, in die Bibel hineininterpretiert. Es gibt Gericht, aber keine Hölle. Und zum Beispiel das Wort Feuersee wird häufig als Hölle interpretiert, aber es gibt keine einzige Bibelstelle, die sagt, der Feuersee, das ist die Hölle. Und das geht auch nicht, denn es werden ganz unterschiedliche Begriffe genutzt. Es gibt in der Bibel keine Beschreibung davon, was die Hölle ist und warum es die Hölle geben sollte. Es gibt keinen Ort der ewigen Strafe für Menschen, und wir schauen das jetzt noch an im Hinblick auf das Wort Feuersee. Reden wir über das Wort Hölle. Also das Wort Hölle ist eine Übersetzung, und wie bereits vorhin erwähnt, hat Luther das Wort Hölle genutzt als Übersetzung für 3 komplett verschiedene Begriffe, die alle auch ganz eigene Kontexte haben. Der erste Begriff ist das Wort Hades, und das kennen wir auch im Deutschen, das wird manchmal einfach nicht übersetzt, sondern nur transkribiert. Hades oder das Ungewahrte, manchmal auch übersetzt mit Totenreich, in Anlehnung an griechische Gedanken einer Unterwelt. Hades ist der Ort, den man nicht sehen kann, so beschreibt es das griechische Neue Testament. Es ist das Wort Hades, das als Ort oder Aufenthaltsort der Toten gilt. Die sind dann tot, sie leben nicht. Es ist eine Art Parkplatz für die Toten, die da warten auf die Auferstehung. Also nicht irgendwie ein Zwischenzustand oder was anderes herbeifantasiertes, sondern Hades ist einfach das Ungewahrte, mehr nicht, das, was man nicht sehen kann. Wir sehen es nicht, wir als Lebende. Dann hat Luther auch ein zweites Wort mit Hölle übersetzt, und das ist das Wort Gehenna. Gehenna wird vor allem in den Evangelien genutzt, wurde von Jesus genutzt, und das ist eine Transkribierung des hebräischen Gehinnom oder Tal von Hinnom.
Es gibt zu diesem Thema, zu diesem Wort auch bereits mehrere Videos und weitere Angaben auch auf der Website kernbeißer.ch. Das Tal von Hinnom war bei den hebräischen Propheten, wie wir das in der Tanach nachlesen können, also im Alten Testament, ein Thema. Denn dort in dem Tal von Hinnom geschahen viele Sachen und werden auch zukünftig einige Sachen geschehen. Das war so die Idee des kommenden messianischen Reiches, worin der Gott des Himmels unter allen Himmeln auf der ganzen Erde ein Reich aufrichten wird. Und Daniel sprach davon zum Beispiel. Und auch Jesaja spricht darüber, und Jesaja im allerletzten Vers vom Buch nutzt einen Satz, den Jesus auch nutzt in den Evangelien, und daraus kann man entnehmen, dass Jesus von Jesaja sprach, als er über die Gehenna sprach. Also die Gehenna ist ein Wort, hat einen Kontext, aber dieser Kontext ist keine Hölle, sondern es ist das, was die Propheten schrieben. Und das dritte Wort, das Luther mit Hölle übersetzte, das ist das Wort Tartaroo, ein Verb, in den Tartarus werfen, das von Petrus in seinen Briefen einmal genutzt wird, mehr nicht. Wir finden also keine weiteren Angaben dazu und wir können nur aus dem direkten Kontext ableiten, worüber es vielleicht gehen könnte. Aber es ist kein biblischer Standardbegriff, der immer wieder genutzt wird. Also das Wort Hölle, das gibt es eigentlich nicht im Griechischen, sondern es sind 3 Wörter und diese 3 Wörter, Hades, Gehenna und Tartaroo, werden nie miteinander vermischt. Also wir können diese 3 Wörter nicht als dasselbe nutzen. Es ist kein Einheitsbrei, es sind eben verschiedene Wörter. Es ist kein Begriff, der Begriff Hölle, dass man so im Neuen Testament oder im Alten Testament zurückfindet. Es ist mehr eine Tradition, dass es eine Hölle gibt, und wenn man das meint, dann wird man die Hölle zuerst in die Bibel hineinprojizieren. Dafür hat man diese griechischen Wörter missbraucht, um danach zu sehen, festzustellen, hey, wir haben jetzt die Hölle in der Bibel, jetzt können wir es wieder rausnehmen. Zuerst Eisegese, dann Exegese. Und das ist ein Problem natürlich, aber so kam die Hölle in die Bibel rein, viele Jahrhunderte, nachdem das Neue Testament abgeschlossen war. Und dann gibt es noch ein 4. Begriff, und das ist der Feuersee, der nirgendwo in keiner Übersetzung als Hölle beschrieben wird. Es bleibt einfach das Wort Feuersee erhalten, und davon wird aber gesagt, dass es die Hölle ist. Und deswegen werden wir noch etwas über die Hölle nachdenken. Also keines der genannten Begriffe, also Hades, Gehenna und Tartaroo, wird je verknüpft mit dem Wort Feuersee, wie wir das im Buch Offenbarung finden. Aber man behauptet steif und fest, dass der Feuersee die Hölle sei. Aber wenn das so sein sollte, dann müsste man irgendwo finden können, Hölle, das ist der Feuersee, oder Feuersee, das ist die Hölle. Irgend so etwas müsste man finden, und natürlich benötigt es dann immer noch eine Erklärung von dem, was Hölle sei. Denn erst wenn man den Kopf voller Gedanken hat, kommt man zu Annahmen aus, der Feuersee sei die Hölle. Wenn man keine Gedanken hat, dann liest man nur das Wort Feuersee und hat keine weiteren Gedanken dazu. Und ein Problem mit vielen biblischen Lehren zu diesen Endzeitsachen ist, dass man weit, weit weg ist von den Angaben in der Schrift und dann munter alles miteinander verknüpft, auch wenn es in der Bibel selbst nie verknüpft wird. Das ist typisch so mit dem Wort Feuersee und mit einer angeblichen Hölle. Dass man das einmal festhält, bevor dass wir jetzt in den Feuersee versuchen einzutauchen. Nicht buchstäblich, das wünsche ich niemand, aber zumindest gedanklich, und wir schauen, wo das es genutzt wird und wie das es genutzt wird. 2 Dinge möchte ich vorausschicken. Das erste ist, der Feuersee wird nur im Buch Offenbarung genannt. Das ist das letzte Bibelbuch und wir finden eine Feuersee nur dort erwähnt. Und das ist ganz wichtig, denn Jesus sprach nie vom Feuersee. Er sprach von der Gehenna. Aber Johannes im Buch Offenbarung, die Offenbarung an Johannes, er spricht über den Feuersee. Also was man hier findet, findet man nicht dort, und was man dort findet, findet man nicht hier. Dass man das auseinanderhalten kann, das ist wichtig. Und
in keiner Übersetzung wird der Feuersee Hölle genannt. Also auch nicht bei Luther. Luther hat Feuersee einfach übersetzt als Feuersee. Er hat das nicht Hölle genannt. Das hat er zwar bei anderen Begriffen gemacht, und zwar recht willkürlich, wie wir gerade festgehalten haben, aber der Feuersee wird von Luther und in keiner anderen Übersetzung, die mir bekannt ist, eine Hölle genannt. Es ist zwar interpretiert als Hölle, also wenn man etwa eine Bibelstudie zum Thema Hölle hört, dann wird immer wieder an den Feuersee verwiesen, als wäre es logisch, dass das die Hölle ist. Aber man kann dieser Gedanke nicht aus der Bibel selbst ableiten. Denn die Bibel spricht nicht von Hölle und sagt auch nirgendwo, der Feuersee, das ist die Hölle, sondern es sind Gedanken, die Menschen über die Hölle und über diese Tradition fassen und dann meinen, man findet das hier oder da in der Bibel zurück. Aber das wird nicht so genannt. Also schauen wir nach, was das heißen könnte. Der Feuersee finden wir in zwei verschiedenen Aussagen als See des Feuers, und zwar in Offenbarung 19 und 20, also ganz am Schluss vom Buch Offenbarung. Und wir finden es auch als der See, der mit Feuer brennt, in Offenbarung 21, Vers 8. Diese Stellen werden wir jetzt anschauen. Wenn wir jetzt diese Bibelstellen anschauen, dann will ich das mit zwei Gedanken im Hinterkopf machen. Der erste Gedanke ist, ich will unbedingt sehen und verstehen, was geschrieben ist. Also ich will hinschauen, lesen und das Geschriebene ernst nehmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist mindestens so wichtig, denn ich will auch wahrnehmen, was nicht geschrieben steht. Also wenn ich auf den Text Acht gebe, dann kann ich auch sehen, was bei den Gedanken vielleicht im Text mit keinem Wort erwähnt ist. Beides ist wichtig. Es ist vor allem wichtig, weil viele Menschen von der Tradition aus denken und wenn sie die Bibel aufschlagen, zuerst einmal die Tradition hineininterpretieren, um ihn dann herauszulesen. Also zuerst eine Eisegese machen und dann eine Exegese auf Basis der Eisegese zu erstellen. Und das passiert mit der Hölle so. Also die Hölle wird zuerst in die Bibel hineininterpretiert und dann sagt man, siehst du, es steht doch da. Wenn man aber den Text für sich selbst reden lässt, dann ist vieles nicht so klar und das werden wir hier jetzt entdecken. Kommen wir zum See des Feuers. Wo finden wir das? Wir finden das zuerst, als erstes Mal in der Offenbarung in Kapitel 19, Vers 20. Das ist schon fast am Ende des Buches und die Offenbarung ist auch das letzte Buch in der Bibel, im Neuen Testament. Also wir finden das, wenn wir auf die letzten Seiten der Bibel blättern, dann erst sehen wir einen Feuersee. Der Feuersee wird also nicht genannt in den Evangelien. Jesus sprach nie davon. Und Jesus sprach nämlich von der Gehenna, aber im Buch Offenbarung finden wir nichts von Gehenna. Und der Feuersee und die Gehenna oder Feuersee und Hölle, sie werden nie zusammen genannt oder gesagt, Feuersee, das ist die Hölle oder Gehenna, das ist der Feuersee. So etwas findet man nicht. Und in dem Buch ist das am Schluss vom 19. Kapitel, das wir über den Feuersee lesen. Und etwas noch zum Buch Offenbarung. Die Offenbarung ist eine Vision von Johannes. Er schreibt in Kapitel 1, Vers 10, dass er im Geist in des Herrn Tag war. Also er war im Geist und ich interpretiere das mal als Vision. Und er war wo? Er war in des Herrn Tag. Die Propheten, die sprachen früher von dem Tag des Herrn, aber jetzt spricht Johannes von des Herrn Tag. Ich denke, das ist dasselbe, aber die Betonung liegt hier auf den Herrn, auf Christus, denn er wusste jetzt, dass dieser Herr, dass das der Messias ist, dass das der Christus ist. Und Johannes spricht so, er war im Geist in des Herrn Tag und hat so wie eine Aussicht gewonnen auf eine Zeit, die in der Zukunft liegt. Welche Zukunft? Naja, dieselbe Zukunft, von der die Propheten sprachen. Denn Kapitel 4 bis und mit 19 wird beschrieben, wie das Reich Gottes auf Erden aufgerichtet wird.
Also das sind 15 Kapitel lang. Der größte Teil des Buches beschreibt eine relativ kurze Zeitspanne von wenigen Jahren, in denen sehr viel passiert. Und das ist aber nichts anderes als das, was auch Daniel prophezeit hat, oder es gibt eine ähnliche Thematik in der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24 und 25. Und ich rede hier vom Text. Ich weiß, dass man das anders interpretieren kann, aber wenn wir uns an den Text richten, dann reden die Bibelschreiber immer wieder über etwas, das auch zu tun hat mit dem Rest der bereits bekannten Offenbarung, mit den Büchern, die bereits vertraut waren. Und wir sind hier also in Kapitel 19 der Offenbarung beim Abschluss von der Aufrichtung des Königreiches einbezogen. Und wir lesen da, Kapitel 19, Vers 20, da wurde das wilde Tier gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet. Das waren zwei Figuren, die haben in den Kapiteln zuvor eine große Rolle gespielt. Zwei doch fast übernatürliche Personen, das wilde Tier und der falsche Prophet, die wurden gefangen genommen. Und der falsche Prophet, der vor seinen Augen, also vor den Augen vom wilden Tier, die Zeichen tat, wodurch er die irreführte, die das Merkmal des wilden Tieres angenommen und sein Bild angebetet hatten. Und dann steht davon geschrieben, im gleichen Vers, lebendig wurden die beiden in den See des Feuers geworfen, der mit Schwefel brennt. Lebendig wurden die beiden in den See des Feuers geworfen, der mit Schwefel brennt. Was beschreibt Johannes hier? Es ist die erste Stelle, das erste Mal, dass der Ausdruck See des Feuers genannt wird in der Bibel. Und was steht jetzt da, was steht nicht da? Als erstes kann man festhalten, See des Feuers wird tatsächlich genannt. Das ist ein Ausdruck, den wir finden in dieser Vision von Johannes. Er war ja im Geist wie entrückt in des Herrn Tag, also war weg in Gedanken in dieser Vision und hat dann das gesehen. Er sah einen See des Feuers. Und dieser See des Feuers, darüber erfahren wir auch, dass dieser mit Schwefel brennte. Also Feuer und Schwefel. Und viele Leute stellen sich so die Hölle vor und man denkt dann, das ist überall so beschrieben. Das ist aber nicht überall so beschrieben, das ist nur hier so beschrieben. Zum Beispiel Jesus spricht über die Gehenna, erwähnt auch ein Feuer, aber von Schwefel keine Rede. Für die Hades gibt es überhaupt kein Feuer und auch kein Schwefel und Tartaro, das ist auch ein Ausdruck, der ohne Feuer und Schwefel auskommt. Das heißt, Feuer gibt es an verschiedenen Orten in der Bibel, wird so beschrieben. Es gibt auch verschiedene Gerichte und Schwefel findet sich aber nicht überall. Aber hier, See des Feuers und Schwefel, hier stimmt das, hier wird das zusammen genannt. Dann, wer landet in diesem See des Feuers? Das wird auch beschrieben. Es sind zwei doch recht übernatürliche Personen und sie werden, das steht ganz betont am Anfang, lebendig in den See des Feuers geworfen. Und in einer weiteren Stelle lesen wir, dass da noch jemand hinzukommt. Wir kommen noch zu dieser Stelle. Und dann ist das ein böses Trio, was lebendig im See des Feuers ist und dort gequält wird. Das wird aber in der ganzen Bibel nur für diese drei so genannt. Nur diese drei werden tatsächlich im See des Feuers gequält. Sobald es um Menschen geht, die dort reinlanden, die da reinkommen, wird etwas anderes genannt. Auch das werden wir jetzt gleich noch anschauen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 20 und da lesen wir in Vers 10, doch der Widerwirker, der sie irreführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch das wilde Tier und der falsche Prophet sind. Und dort werden sie tags und nachts für die Äonen der Äonen gequält werden. Was hier jetzt steht, das ist die Fortführung von dem, was wir in Kapitel zuvor sahen. Dort wurde das wilde Tier und der falsche Prophet in den See des Feuers geworfen und hier kommt der Widerwirker dazu. Und diese drei werden Tag und nachts für die Äonen der Äonen gequält werden. Wenn der Ausdruck Äon noch unbekannt ist,
Es wird ja oft mit Ewigkeit übersetzt und dann liest man so etwas für alle Ewigkeit oder für die Ewigkeiten der Ewigkeiten gequält, wobei man an endlosen Sachen denkt. Korrekter ist es hier zu sagen, die Äonen der Äonen, das sind die kommenden Äonen und Zeitalter wäre dafür ein geeigneter Ausdruck, das Wort zu übersetzen. Sie werden also tags und nachts für die Zeitalter der Zeitalter gequält werden. So kann man das biblisch begründen, wenn man auch das Wort Äon jetzt hier nicht im Detail ausführt. Aber Äonen sind Zeitalter und Jesus hat oft gesprochen über diese Zeit oder dieser Äon in Kontrast mit dem nächsten Äon, mit dem nächsten Zeitalter. Es soll alles besser werden, Gott soll regieren, es soll ein Reich aufgerichtet werden und in dieser Zeit des Reiches sozusagen, da werden diese drei böse Typen, das böse Trio, die werden dann in den Feuer- und Schwefelsee geworfen und werden dort gequält werden. Und das steht da, anderes muss ich gar nicht reinlesen. Das ist eigentlich das, was da erwähnt wird und das ist noch keine große Interpretation, sondern das sind einfach mal Hinweise auf das, was der Text selbst hergibt. Jetzt gehen wir zum nächsten, und zwar in Vers 14 desselben Kapitels, also Offenbarung 20, Vers 14. Da sind wir etwas später, also nachdem das böse Trio im See des Feuers geworfen wurde und dort gequält ist, gibt es noch ein letztes Gericht. Und das ist das Gericht vor dem großen weißen Thron. Das ist zum Glück groß und weiß und nicht klein und schwarz, sondern groß und weiß. Und in Kapitel 20, Vers 12 geht es darum, dass die bis dahin Toten dann auferweckt sind und vor diesem Thron erscheinen. Und dann werden verschiedene Rollen aufgemacht und die Menschen, die Toten, die jetzt wieder stehen, die werden gerichtet nach dem, was in den Rollen geschrieben war, nach ihren Werken. Also nicht nach Glaube, es wird niemand nach Glaube gerichtet, sondern nach Werken. Und Werken sind dann das, was man hier in diesem Leben gewirkt hat. Offenbarung 20, Vers 12. Und alle Menschen, die dann gestorben waren und bis dahin nicht auferweckt wurden, die wurden hier auferweckt. Und dann in Vers 14, der Tod und das Ungewahrte, also der Hades, wurden in den See des Feuers geworfen. Also wo sind Tod und Ungewahrte? Sie sind ab jetzt nur noch in dem See des Feuers. Und dies ist der zweite Tod, der See des Feuers. Wir kommen dazu, denn im nächsten Vers heißt es, und wenn jemand nicht gefunden wurde in der Rolle des Lebens geschrieben, der wurde in den See des Feuers geworfen. Also hier sehen wir verschiedene Sachen wieder erwähnt. Erneut der See des Feuers, aber jetzt geht es um Menschen. Das war jetzt die Weiterführung. Spannend, was hier jetzt steht, denn jetzt geht es um Menschen. Und die Höllelehre sagt ja, Menschen, die werden in die Hölle geworfen, weil sie nicht geglaubt haben. Und hier steht etwas ganz anderes. Also es geht erstens wieder nicht um eine Hölle, das wird nirgendwo erwähnt, wird nirgendwo so erklärt, aber es gibt ein Gericht. Und wo ist das Gericht? Das Gericht ist jetzt vor dem großen weißen Thron. Das ist das letzte Gericht und jeder, der noch nicht gerichtet ist bis dahin, jeder, der noch nicht auferweckt ist bis dahin, der wird dann auferweckt, erscheint dann als vormalig Tote vor dem großen weißen Thron. Also wenn da steht, die Toten stehen, dann geht das natürlich nicht. Tote können nicht stehen. Das ist eine bildhafte Ausdrucksweise, dass diejenigen, die vormals tot waren, die stehen jetzt, wurden also wieder auferweckt und stehen vor dem großen weißen Thron und werden dort gerichtet. Nicht nach Glaube, nicht ob sie an Jesus geglaubt haben, nicht ob sie in deiner oder meiner Kirche eine Mitgliedschaft gelöst haben, ob sie alles wohl perfekt gemacht haben nach den Vorstellungen der Gemeinschaft. Nein, sie wurden gerichtet, aber nach ihren Werken. Und die Idee ist hier wie folgt beschrieben, dass es Bücher gibt,
worin alle Taten aufgeschrieben werden. Ich denke, das ist auch eine Bildsprache und die Menschen werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht oder in den Schriftrollen stand. Und das ist jetzt ein Bild dafür, dass Gott einmal die Welt und die Menschen und alles richten wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also warum glaube ich an Gott? Ja, er wird es wohl machen. Er wird auch Gerechtigkeit bringen. Also Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema durch die ganze Bibel hindurch. Und das sehen wir hier kulminiert im letzten Gericht. Da geht es um Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er im Leben verübt hat. Und er wird gerichtet nach Werken. Also er wird nicht danach gerichtet, ob er getauft ist. Er wird nicht danach gerichtet, ob er immer das Richtige gesagt hat oder ob er am Sonntag in die Kirche kam, in die Synagoge kam, sondern alle Menschen werden hier gerichtet, die noch nicht gerichtet sind. Denn nach dem biblischen Verständnis wird jeder einmal beurteilt werden. Und wenn jemand nicht geschrieben wird, oder nicht aufgeschrieben wird, was er Gutes getan hat, wenn das alles nicht beschrieben ist, dann landet er in den See des Feuers. Und das Erste, was beschrieben ist, dass der Tod und der Hades, dass die beide in den See des Feuers geworfen sind. Also wo findet sich jetzt Tod im See des Feuers? Sonst irgendwo noch? Nein, weil alle Menschen wurden ja auferweckt, die noch nicht vorher aufgeweckt waren. Also der Tod hält niemand mehr fest. Und der Tod und der Hades, die wurden jetzt sozusagen in den See des Feuers geworfen, die werden damit verknüpft. Das ist auch interessant zum Sehen, denn im Hades sind keine Toten mehr, die wurden ja alle aufgeweckt, die stehen jetzt vor dem großen weißen Thron. Und der Hades selbst, so dass etwas wäre, das man werfen könnte, das weiß ja eigentlich niemand, aber hier so wird das so beschrieben, der Tod wird geworfen und der Hades wird geworfen und beide werden geworfen in den See des Feuers. Also wo kann man jetzt Tod finden? In den See des Feuers. Und genau das passiert auch. Da wird gesagt, dass Menschen, die einfach nicht in den Büchern gefunden werden, die sozusagen auch nicht die Werke gewirkt hatten, die man vielleicht hätte wirken können, die werden beurteilt und auch geurteilt und dann geworfen in den See des Feuers. Das Gericht ist vor dem großen weißen Thron. Das Gericht ist nicht der See des Feuers. Wer in den See des Feuers landet, das ist bloß die Folge vom Gericht. Das ist nicht das Gericht selbst. Und dann wird es geheißen, der See des Feuers, das ist jetzt der zweite Tod. Denn die Toten, die stehen vor dem großen weißen Thron, das sind Menschen, die einmal tot waren, da auferweckt wurden und dann werden sie unter Umständen wieder in den See des Feuers geworfen. Und was erleiden sie da? Den zweiten Tod. Sie sterben zum zweiten Mal. Also sie leiden da nicht, sie sterben. Denn Tote fühlen nichts und spüren nichts, haben kein Bewusstsein. Tod ist Tod. Das ist biblische Berichterstattung über den Tod. Tote wissen nicht, können nichts, haben keine Pläne mehr. All das beschreibt den Todeszustand. Also die Tote leben nicht irgendwie, weder heute noch dann, sondern die Tote werden in den Feuersee geworfen und das schneidet dann vermutlich den Atem abrupt ab und dann ist nichts mehr da. Die Höllenlehre aber meint, dass man in die Hölle geworfen wird, da von Gott am Leben erhalten wird, denn jeder normale Mensch würde sterben, aber muss man also ein Wunder erwarten von Gott, der dich in dem Feuer am Leben erhält und dich dann ewig quält. Eine absurde Vorstellung, die auch nirgendwo in der Bibel so beschrieben wird. Denn hier müsste es eigentlich stehen, die Toten werden gerichtet, landen in dem See des Feuers und dann wird aber deutlich gesagt, das ist der zweite Tod. Das war nicht so für das böse Trio. Sie wurden lebendig da reingeworfen und dort gequält. Menschen aber werden in den See des Feuers geworfen und sterben zum zweiten Mal. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod ist nicht etwas anderes als der erste Tod. Es ist einfach eine Nummer 2 davor. Das ist die zweite Tod. Erster Tod, zweiter Tod, ist alles Tod. Tod ist das vermindernde Element. Und in der Reihenfolge waren sie einmal tot, wurden auferweckt und starben im Feuersee wieder und waren dann wieder tot. Das ist kein Gericht im Feuer, wo ein
Teufel mit einem Dreizack herumläuft und einfach die Leute am Piesacken ist. Das ist nicht der Fall. Hier also finden wir ein Gericht, das ist ernst zu nehmen, es wird tatsächlich Gericht geben, Menschen werden beurteilt, geurteilt nach ihren Werken, das ist auch ernst zu nehmen. Es gibt aber dafür keinen Maßstab und nichts, es wird einfach so geschrieben, es ist nach dem, was in den Büchern steht. Also sollte sich auf tatsächliche Gegebenheiten beruhen und dann, wer da nicht durchkommt, der wird in den See des Feuers geworfen und stirbt dann zum zweiten Mal und weiß erneut nichts. Der erste Tod war der große Gleichschalter aller Menschen. Wer tot ist, weiß nichts zwischen Sterben und Auferstehung. Also ob jetzt Adam stirbt und am Ende der Tage auferweckt wird oder ob ich sterbe und am Ende der Tage auferweckt werde. Es ist wie bei einem Schlaf, und so wird es auch regelmäßig beschrieben in der Bibel, wer stirbt, der kommt in den Schlafzustand und wird aus dem auferweckt. Also das Wort Auferweckung hat ja auch mit diesem Schlafbild zu tun. Auferwecken, aufstehen, das sind alles Bilder, die mit dem Schlafzustand zu tun haben. Man wird am Morgen normalerweise erfrischt, wieder wach und man weiß nichts mehr von der Zeit zwischen Einschlafen und Auferstehen. Das ist, was Schlaf ist. Und so hat man sich auch den Tod vorgestellt und in der Bibel auch beschrieben. Und das ist hier auch so, Menschen werden auferweckt, die Tote stehen, das können die normalerweise nicht, und sie werden beurteilt. Und das ist die Gerechtigkeit, die dort Einzug hält. Menschen werden geurteilt und kommen sie nicht durch, dann verpassen sie sozusagen die nächsten Äonen, die nächsten Zeitalter, weil sie werden in den Feuersee geworfen und sterben da erneut und haben kein Bewusstsein und sind nichts dabei, wenn die größte göttliche Party stattfindet. Also das ist eine ganz wichtige Aussage, was hier passiert, aber es ist nicht die Hölle, es hat nichts damit zu tun. Es gibt jetzt noch eine weitere Stelle und diese finden wir in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8. Und da heißt es, den Verzagten aber und Ungläubigen, den Gräulichen und Mördern, den Hurern und Zaubern, den Götzendienern und allen Falschen, ihr Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hier finden wir in diesem letzten Vers also genau dasselbe wie im Kapitel zuvor beschrieben, mit leicht anderen Wörtern. Es geht auch hier um Gerechtigkeit. Und in Kapitel 20 war Gerechtigkeit in der Rechtssprache. Und hier in Kapitel 21 werden die Menschen erwähnt, die anderen im Leben Leid zugefügt haben. Und sie sind dann diejenigen, die am Königreich keinen Anteil haben, aber die dann in den Feuersee geworfen werden und einen zweiten Tod erleiden. Also was wird den Leuten angedroht? Eine Hölle? Nein, ihnen wird jetzt hier gesagt, die erleiden dann den zweiten Tod. Sie sind erneut tot, keine Hölle, keine Peinigung, sondern tot, kein Bewusstsein. Und damit verpassen sie eine herrliche Zeit. Sie werden so lange tot sein, bis diese Zeiten vorbei sind. Wie lange? Es ist für die Äonen der Äonen, für die Zeitalter der Zeitalter. Das mag lange sein, aber es ist nicht Endlosigkeit. Und das lässt sich wieder aus anderen Bibelstellen ableiten. Denn zwar steht das Buch Offenbarung am Ende der Bibel, aber diese Bücher wurden nicht chronologisch nach Aussagen eingeordnet. Es gibt noch Bibelstellen, die sind nach dieser Zeit einzuordnen, spielen also oder sprechen von Dingen, die nach der Situation in Offenbarung gesprochen sind und berichten da von der Lebendigmachung aller Menschen. Und das liest man zum Beispiel in 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28, damit einmal Gott alles in allen und nicht nur in wenigen sein kann. Gibt es also eine Hölle? Nein, die gibt es nicht. Gibt es ein Gericht? Ja, sogar mehrere. Gibt es Feuer? Ja, es gibt Feuer. Feuer ist ein Bild von Gericht. Und der See des Feuers ist dann bildhaft oder nicht, darüber will ich mir gar keine Meinung bilden hier. Ich will es gar nicht sagen. Es wird
von einem Feuersee gesprochen, das will ich einfach mal stehen lassen. Sie soll mit Schwefel brennen, das will ich gerne mal stehen lassen. Aber deshalb ist es noch keine mittelalterliche Hölle nach den Ideen von Dante Alighieri und seiner göttlichen Komödie. Dass das in der kirchlichen Tradition so stark Einzug gehalten hat, das ist ein dunkles Erbe der Christenheit, das ist nicht biblische Wahrheit. Die Bibel spricht nicht über eine Hölle, aber spricht über Hades, über Gehenna, über Feuersee, über all die Dinge spricht es, aber diese Begriffe für sich genommen, die reden nirgendwo über das Bild einer Hölle, wie es die Tradition beschreibt oder beschrieben hat. Die Lehre einer Hölle ist unbiblisch. Sie findet sich nicht in der Bibel. Es gibt immer noch viele YouTube-Videos, die erklären, dass es die Hölle gibt, aber es gibt sie nicht in der Bibel. Und ich kann das immer wieder mal erwähnen, ich kann versuchen, Teilaspekte zu beleuchten. Und es gibt viele Leute, die es ebenso denken. Nicht erst heute, sondern seit biblischen Zeiten. Denn die Idee einer Hölle, die ist sehr, sehr alt, kam aber weit nach dem Abschluss vom Neuen Testament. Die Propheten kannten keine Hölle, Mose hat keine Hölle gekannt, Jesus sprach nicht von einer Hölle, sondern von der Gehenna. Und die Apostel und ersten Gemeinden kannten keine Hölle. Sie kannten auch keine endlose Ewigkeit. Das waren unbekannte Begriffe. Es gibt ein dunkles Erbe der Christenheit, das erst viel später introduziert wurde und den Leuten als biblische Wahrheit verkauft wurde. Was kann man machen? Man kann zum Beispiel hinschauen. Ich versuche in diesen Videos hinzuschauen und zu zeigen, dass wenn man die Bibel ernst nimmt, einfach mal ernst nimmt als Text und das liest im Kontext, nach dem Grundtext, dass viele Dinge dann nicht so aussehen, wie es die Tradition lehrt. Und wenn man das entdeckt, dann muss man die Bibel nicht loslassen, damit man gesund glauben kann. Man kann die Bibel für sich sprechen lassen und kann dadurch wieder einen neuen Einblick in die Bibel und deren Aussage gewinnen. Man kann seinen Glauben eine neue Richtung geben, eine gute Richtung, eine gesunde Richtung, wenn man hinhören will. Der See des Feuers ist nicht die Hölle, die Gehenna ist nicht die Hölle, der Hades ist nicht die Hölle und Tartarus ist auch nicht die Hölle. Es gibt in der Bibel keine Hölle. Und wenn du das annehmen kannst, kann dich das befreien zu einem anderen Verständnis, einem neuen Verständnis von dem, was Glaube heißen kann. Denn zu viele Leute werden ihr ganzes Leben von dieser Höllelehre verfolgt. Und es ist für ganz viele Leute die ultimative Art, sich vom Glauben loszusagen, weil sie mit dem nichts zu tun haben wollen, was die Höllelehre so über Gott und die Menschen erzählt hat. Deswegen ist es wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil es kann dich in die Weite hinausführen. Und genau das wünsche ich dir.